Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. I'd better find Dr. Meadows' car. That's where the camera should be. Fängt der gut an. Moment. Moment, was ist hier? Was? Okay, Moment, Freunde. Oh. Freunde! Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Oh. Was geht denn ab, ey? Darauf war ich nicht vorbereitet. Oh. Darauf war ich wirklich nicht vorbereitet. Mount Redtooth. Its Ja, top das ist... littered with man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Ja, Intro skippen ist erst ein Feature, das kommt erst in 10 Jahren. Das ist hier noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Mal gucken. Warte mal, ich remembere me. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. Ganz genau. Alter, wie kann der denn werfen? Nein! Das gibt's nicht. Die Sausack-Sau... Was? So, jetzt frisst er. Okay. Ich bin raus, Bitches. Den Scheiß könnt ihr allein machen. Ich weiß es nicht genau. Stress. Nee, was? Moment. Was? Hä? The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged, almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. Okay, das ist okay. After my disappearance, they thought I was dead. I might as well have been. I know it's been 2 years. I know Alice has moved on. I've tried to find a way back to her, back to my life, but escaping the dark place is almost impossible. Time does strange things here, but dreams and radio signals can pierce the veil between the worlds. I catch glimpses and echoes of the world. Sometimes I send messages out. I can only pray that they hear them. Ach, okay, wir sind hier an dem dunklen Ort, oder was? Night Springs ist quasi der dunkle Ort? Oder wie? Das muss so sein. Night Springs war doch auch ein Buch, was er geschrieben hatte, ne?
Ich glaube ja. Warum hat der gewackelt? Ich könnte mal Licht hier brauchen. In meinem Leben jetzt nicht so gut. Oh, geil. Hier gibt's heißen Scheiß. Da werden meine Beine weich. Was? Freunde. Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Oh, der Feuerwehr auch noch. Keiner. Nein! Weiche! Weiche! Freund und... Oh, Helfer. Abend, Lisa? Ich heiße dich herzlich willkommen wieder zurück. Oh, Licht. Ja. Da ist ein Manus. Hallo? Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. Gar nicht so falsch, wa? Oh, hier. Eins. Komm, wir testen mal das Ding. Das haben wir, glaube ich, noch nie getestet. Karabinerteil. Testen wir das mal. Da hinten blinkt was, ne? Oh. 40 haben wir natürlich nicht. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. The Taken Mr. throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. I can't let them stop me. Sie sind grotesker und vielfältiger. Stimmt, sie sind nicht mehr nur noch Bauarbeiter. Sie sind berufstätige Männer. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Bis jetzt bin ich nur auf Frauen getroffen, die mir Quests geben. Heiße Chicks. Der einzige Typ, der normal ist, bin ich. Und ich werde die ganze Zeit von berufstätigen Männern angegriffen. Ich sehe da ein Muster. Ich glaube, die sind nicht besessen. Die sind einfach nur stinksauer, dass ich mit den Frauen reden darf. Während die arbeiten müssen. Und ich hier mit meinem geilen Hemdchen, ne, die alle aufreiße. Das ist es bestimmt. Ich glaube, ich bin an einer heißen Sache auf der Spur. Da unten ist ein Zettel irgendwo. Aber da bin ich geflüchtet. Da waren so viele böse Menschen. Ich. Das Auto von der Alten stand hier, oder?
weiß das ja auch nicht mehr so genau. Ich glaube, das stand doch hier. Stand das hier? Das stand hier, ja. Oh, Blendgranaten. Alles andere haben wir. Was? Ist das nicht hier? Ach. Ja, auch. Ich sollte vielleicht einfach mal gucken, wo der Stern ist, ne? Naja. Hier ist irgendwo eine Patch. Da ist eine Patch. Ach ja. Das sind die, vor denen ich weggelaufen bin. Ah! Okay, warte mal, Freunde. Hier läuft gerade was ganz falsch. Was ist denn mit dem? Hä? Wo ist der hin? Was? Ah, seitwärts laufen. So, hier unten war eine Patch, das hatten wir ja. Will ich haben. Die will ich haben. Wo ist er? Auf der anderen Seite. Oh, hier. Freunde. Alles gut. So. There are places where our world is worn thin, and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. War doch noch was Neues, ja. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party. She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Michael never showed up, of course. He pulled over at the wrong rest stop. She never even thought about him at the time. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. Was ist denn Michael? Wer ist denn jetzt Michael? Wer sagt denn Michael nichts? Ich denke, wir sollten noch mal speichern. Schnell. So, und jetzt gehen wir da rein. Aber das Karabiner scheint nicht so schlecht zu sein, muss ich sagen. Vielleicht doch ein bisschen besser als die Schrotflinte. Achso, was haben wir hier? Jagdgewehr. Das gut ist. Naja. Fünf Schuss nur.
bezweifle, dass das gut ist. Was hat es vor? Was hat es vor? Nichts Gutes. Irgendwo hier ist eine Page. Da, vorne. The darkness rose from the depths of Cauldron Lake and took Alice. It needed words. It needed me to write its way into our world. She was leverage, a hostage. I complied, but with a twist. I put in a loophole that gave me a chance to fight back. I was hunted by shadowy enemies, but I faced the darkness. I fought it with light. I drove it back. I saved Alice, but it came with a cost. I was trapped in the dark place below Cauldron Lake. Ah ja, okay, ja, ja. Als wir da runtergesprungen sind, wurden wir also quasi gefangen. In dem dunklen Ort. Und das ist jetzt scheinbar Night Springs, würde ich mal meinen. Wo wir jetzt hier sind. Das ist das Traurigste, was ich je gehört habe. Man macht doch den Ofen an. Wieso komme ich jetzt hier nicht? Ach, im Kofferraum. Ah, ne, die hat eine Stuhlzeitung hinten drin. Also über die Möbel, Stuhl. Also jetzt keine Stuhlzeitung. So. Teleskop zurückkehren, okay. Och nee. Oh, dauert das Nachladen lange, meine Fresse. Och nee, die Waffe ist nicht nachgeladen gewesen. Okay, okay, jetzt wird's viel. Jetzt wird's fies. Jetzt bin ich gerade überfordert. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ah! Oh, hab ich mich erschrocken. Du Mistvieh! Alter! Ich weiß nicht, ob es jetzt noch lohnt, nach draußen die Scheunen Holz holen. Achso. Ich kenne da noch einen Trick. Holst du jetzt eine Mülltonne? Dann wirfst du Bücher rein. Und dann stellst du dich daran. Kannst du auch als Grill benutzen dann. Übrigens, ich habe hier... Ich will das Jagdgewehr nicht mehr. Kann ich... Ich hätte gern was anderes. Das ist scheiße, das Ding. Das braucht viel zu lange zum Nachladen. Oh, wo sind wir denn hier? Achso. Ich will wieder das Ding hier. Nehmen wir das. Oh, meins. Ist der Revolver diesmal nachgeladen? Ja. Wieso verbraucht die Taschenlampe eigentlich kein Licht, wenn sie so an ist? Oh, diese Krähentypen oder
Graben oder... Was weiß ich. In denen sind jetzt schon 2 komplette Trommeln rein. Bin mal gespannt, wie viel er braucht. Ah, 2,5 braucht er. Geil. Ja, oder ein ganzes Magazin davon. Ja, hallo. Ich bin's wieder. It's you. How dare you? No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Wie schnell die einem Fremden die Tür aufmacht. Mit der eine Knarre in der Hand hat. Keine kleine, eine riesen Knarre. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Hauptsache MacGyver einbauen. Okay, now guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Aber der Typ gefällt mir. Der Schauspieler gefällt mir. Macht er gut. Der ist da drinne, der lebt das. You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Ah, jetzt geht's gleich wieder los. Ich weiß es doch. Holen wir schon mal die dicke Wumme raus. Stecken wir da den Dödel drin. I think we can give this a go, although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it.
Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. Okay. All of this is very strange to me. Aber warum haben wir das Kühlersystem denn nicht gleich repariert oder geschützt? Weil wir wissen doch, dass es passiert. Tack. Hello. I don't quite know what's going on, but I seem to remember having had Tschüss. this encounter before. It's not deja vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. I suppose I could call it magic. I don't believe in magic. Neither do I, but I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. I've experienced the same thing as you. Doesn't that prove something, at least? Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. For what it's worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs that conform to the situation at hand. Sure, but you have to stop second-guessing yourself at some point, if you want to get something done. Also, gut. Unschlagbare Argumente. Was willst du da noch sagen? Ne? Da musst du akzeptieren. Hey. So, wer greift mich an? Ah, da komme ich bestimmt nicht runter. Liegt doch immer noch ein Stein drauf, oder? Nö. Nö, doch. Nö, doch. Dann müssen wir vorne runterlaufen. Den Oldschool-Weg. Okay, nicht so viel sprinten. 3 Blendgranaten. Okay, hier geht's los irgendwo. Ach, da. Ich habe nicht gemerkt, dass die hier Granaten werfen. Oh, da sind aber ein paar dickere Boys. Ja, da drinnen blinkt's, oder? Achso, Munition. Oh. Was haben wir da? Pumpgun. Oh, hier Leuchtpistole. La Paloma. Ein Radio.
Oh, praise be. You guys are coming through for me. A pretty little light just started blinking on my board here, and that means there's a caller out there. You know, when the hours stretch into eternity like this, when it feels like I'm stuck in a rut and just reliving the same endless night over and over. Ja, das kenne ich. I feel genuinely touched by someone actually reaching out to me, breaking the monotony. I just want you to know that it really matters to me. Caller, you're on the air. You suck, Eddie! Did you know that this is my dream job? True fact. Hä? Der Ether gehört dir?